Ich möchte damit beginnen, uns eine kurze Übersicht darüber zu geben, was ich in dieser Präsentation durchnehmen möchte und in meiner Präsentation morgen früh. Und die Präsentation hat viel mit 1. Mose, Kapitel 3, Verse 1 bis 5 zu tun. Alle von euch, die schon einige meiner Präsentationen gehört haben, wissen, dass ich viel Zeit auf 1. Mose 3, Verse 1 bis 5 verwendet habe, denn in vielerlei Hinsicht ist das, wo es alles begann, nicht wahr? Das Durcheinander, in dem wir uns jetzt befinden, begann in 1. Mose 3, 1 bis 5. Und so, tiefer in den ersten 5 Versen in der Bibel zu graben, teilt uns viel darüber mit, warum wir in dem Chaos sind, in dem wir sind und die Abfolge der Ereignisse, die stattfinden, um uns hierher zu bringen. So, wenn ihr eure Bibel öffnen möchtet, zu 1. Mose Kapitel 3, und ich möchte nur schnell, wir können viele Predigten über den Abschnitt halten, wie ich es getan habe, aber ich möchte, dass ihr bemerkt, es sagt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr nicht von jedem Baum im Garten essen dürft? Und die Frau sprach zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Was wir da gerade gelesen haben, Brüder und Schwestern, ist eine programmierte Abfolge, die Satan darauf angelegt hat, Eva zu Fall zu bringen. Und diese Sequenz, sage ich euch, wendet er bei allen von uns an. Und ich werde euch zeigen, was diese Abfolge ist. Das Erste, was er tat, war Zweifel einzuführen. Er sagte, hat Gott gesagt? Zweifel anführen über die klare Bedeutung von Gottes Wort. Gott sprach, ihr sollt nicht von dem Baum essen. Was sagt Satan? Ist das wirklich, was er gesagt hat? Lasst uns für einen Moment darüber nachdenken. Was hat er wirklich gesagt? Das Zweite ist interessant und ich denke, es ist ein Teil der menschlichen Natur, dass wenn unser Gott herausgefordert wird, denn Satan stellte Gott in Frage, was Gott gesagt hatte. Und es gibt eine interessante Reaktion, die folgt. Den Fall zu Gottes Gunsten zu übertreiben, verschafft Satan einen Vorteil. Was hatte Gott tatsächlich zu Adam und Eva gesagt? Ihr sollt nicht, was? Von dem Baum essen. Aber was hat Eva gesagt? Ihr sollt nicht von ihm essen und auch nicht was? Ihn berühren. Hatte Gott das gesagt? Er hatte das nicht gesagt. Und wenn ihr lest, ich habe das Zitat jetzt nicht hier, aber wenn ihr in dem Buch Confrontation lest, hat Ellen White deutlich gesagt, dass indem sie diese Worte hinzugefügt hatte, indem sie danach strebte zu verstärken, was Gott gesagt hatte, um die Wichtigkeit dessen zu erhöhen, was Gott gesagt hatte, hatte sie tatsächlich die Tür zu Satan geöffnet. Sie fügte zu dem Wort Gottes hinzu und zahlte einen sehr hohen Preis. Und ich möchte euch nahelegen, dass das etwas ist, was uns allen passiert. Was geschah mit Petrus, als er das Schwert aufnahm, um seinen Herrn zu verteidigen? Er öffnete eine Tür, nicht wahr? Und Satan ergriff ihn. So manchmal denken wir in unserem Versuch, Gott zu verteidigen, zerstören wir uns in der Tat selbst. Wir versuchen, den Standard höher und höher und höher zu setzen, aber tatsächlich öffnen wir die Tür für Satan. Satan ist schlau, nicht wahr? Und dies ist Teil des Ablaufs. Es sagt tatsächlich, dass sobald sie gesagt hatte, du sollst sie nicht anrühren, hat Satan die Frucht in ihre Hand gelegt. War sie sofort tot? Nein. Also widerlegte das, was sie dachte, dass Gott gesagt hatte. Und das erwischte sie. Vielleicht sagt Gott nicht die Wahrheit. Nummer 2. Punkt Nummer 3, lasst uns beachten. Die Einführung eines neuen Königreich-Prinzips, eines neuen Wertesystems. Ihr werdet gewiss nicht sterben. Gott sagte, ihr müsst mit mir verbunden bleiben, um Leben zu haben. Satan sagte, nein, ihr habt Leben in euch selbst. Und ich habe eine ganze Reihe von Präsentationen zu dem Thema. Wir werden an diesem Wochenende nicht darauf eingehen, aber das ist der dritte Punkt, dich in eine neue Denkweise darüber zu verlagern, wer du bist und was deine Identität ist und wo Leben herkommt. Und der letzte Punkt, Einführung eines neuen Systems von Gleichwertigkeit. Du wirst was? Sein wie. Das bedeutet auf der gleichen Ebene, oder nicht? Du wirst auf der gleichen Ebene sein wie Götter. Und das ist eine Gleichheit, die auf innerer Kraft, Position und Wissen basiert. Worauf ich mich an diesem Wochenende konzentrieren möchte, ist der erste Punkt und der letzte Punkt. Der Punkt, wo es beginnt und der Punkt, wo es endet. Der Punkt, wo hat Gott gesagt,
Das Einführen von Zweifel über Gottes Wort, dem einfachen Lesen von Gottes Wort und dem letztendlichen Abschluss dessen, was Satan anstrebt. Er möchte ein Gefühl von Gleichheit kreieren, wo geschaffene Wesen sich auf eine Ebene stellen können wie Götter. Was auch immer du bestimmst, wer der Gott sein soll. Ob es der Gott des Himmels ist oder ein Gott auf der Erde. Ein Gefühl von Gleichheit, das auf dem Wertesystem beruht, das du Macht in dir selbst hast. Dahin wollen wir kommen, also heute wollen wir Punkt 1 betrachten und morgen schauen wir uns dann Punkt Nummer 4 an. Das soll euch nur einen Überblick dessen geben, wo es für uns hingeht. Ich möchte euch mit zurücknehmen zu einer Erfahrung, die ich hatte, als ich meine theologische Ausbildung machte. Ich kam nach einer Vorlesung nach Hause und wenn es jemand gesehen hätte, ich war mit dem Rad gefahren, denn wie jeder weiß, wenn man akademische Studien macht, hat man nicht viel Gelegenheit für Bewegung. Und ich hatte mir ein Rad zugelegt und ich fuhr zum College, weil ich außerhalb des Campus wohnte. Und an diesem speziellen Tag, wenn ihr mich gesehen hättet, hättet ihr gedacht, dass etwas ernstlich mit mir nicht stimmte. Ich hatte einen sehr, sehr besorgten Gesichtsausdruck. Die Räder drehten sich. Ich hatte etwas in einer Vorlesung gehört, der ich zugehört hatte, das mich zutiefst beunruhigte. Ich konnte nicht herausfinden, was diese Person sagen wollte. Ich verstand es nicht. Ich war geschockt, dass es überhaupt gesagt wurde und ich sagte zu dem Herrn, Herr, was ist das? Und dies ist mein Zeugnis, dass ich vor euch bezeuge, dass ich in dem Moment eine Stimme hörte, die dies sagte, sprich nicht mit der Schlange. Es war klar wie eine Glocke, sprich nicht mit der Schlange. Und ich dachte, wow, und sofort ging mein Geist zurück in den Garten, zu dem, was ich gerade hier beschrieben habe, über eine Diskussion mit der Schlange und wie du in einen Denkprozess verwickelt wirst, der zu deiner Zerstörung führen würde. Und das war ein sehr tiefgründiger Moment für mich persönlich, als ich da saß. Diese Person, wissentlich oder unwissentlich, wahrscheinlich unwissentlich, versuchte mich einen Weg zu beschreiten, der in die gegensätzliche Richtung von dem ging, wo Gott mich hinführen wollte. Und was ich an diesem Punkt sagen möchte, dies ist meine persönliche Erfahrung. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu verurteilen oder zu kritisieren, aber dies ist meine Erfahrung. Da ich als 7-Tags-Adventist aufgewachsen war, hatte ich meine Bibel gelesen, ich hatte den Geist der Weissagung gelesen, ich hatte versucht, sie gewissenhaft zu lesen, ich versuchte, sie zu verstehen und dann, als ich ans College ging, neue Ideen, neue Gedanken, neue Denkweisen, unterschiedliche Denkweisen als die, die ich verstand. Und ich ging zu den Kursen und hörte mir Dinge an und ich kam verwundert nach Hause und las meine Bibel und las den großen Kampf und da waren 2 Stimmen. Und sie lagen im Wettstreit miteinander. Und ich kämpfte damit, ich war verwirrt durch das, was stattfand. Da war eine starke Betonung in dem, was mir präsentiert wurde. Das, während ich in meiner Ausbildung war, zu mir gesagt wurde, Gott würde nicht, seit 1844, Gott würde nicht für 150 Jahre in einer Kiste im Himmel sein. Gott ist größer, als in dieser kleinen Kiste zu sein, die das Allerheiligste im Himmel genannt wird. Der Prozess des Heiligtums im Himmel ist ein Symbol für den Dienst von Jesus für uns. Und das machte mich wirklich stutzig. Ich dachte, nein, das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht, was der Geist der Weissagung sagt. Mir wurde auch gesagt, dass Beten ohne Unterlass einfach nur ein Gemütszustand sei. Es bedeutet nicht wirklich, was es sagt. Es ist symbolisch für eine Einstellung, positiv zu sein. Ich dachte, das ist interessant. Ich denke, ich habe das schon einmal von einigen Motivationstrainern gehört. Das siegreiche christliche Leben hat nicht mit Überwinden zu tun, sondern mit Reife. Habt ihr das schon einmal gehört? Du musst verstehen, was der Text sagt. Hat Gott gesagt? Ist das wirklich, was er sagt? Die Daten 538 und 1789 nach Christus sind nicht, du kannst sie nicht festmachen. Du nimmst einfach den allgemeinen Tenor dessen, was die Textstelle sagen will. Daten festzumachen ist sehr schwer. Und wie Travis gestern Abend sagte, der breite Weg macht es sehr leicht, alle möglichen Dinge mit einzubeziehen, nichts festzumachen, es weit zu machen, sodass jeder den Weg gehen kann. Denn wenn man mal ein Datum festmacht, dann wird der Pfad plötzlich schmal, nicht wahr?
Er wird schmal und wenn du zu 1844 kommst und das Datum festmachst, wird er noch schmaler, als er zuvor war. Aber mir wurden diese Dinge erzählt. Du kannst diese Dinge nicht festmachen, es ist ein Teil unserer Geschichte. Damit müssen wir leben, so ist das nun einmal. Der Begriff Ältester, die Bibelstelle, die sagt, ein Ältester soll der Ehemann einer Frau sein. Nein, das ist nicht, was es bedeutet. Du musst die Kultur und den Kontext verstehen, denn es bedeutet nur, dass du einen Ehepartner haben musst. Das bedeutet es, wenn du es im Zusammenhang siehst. Okay? Und ich habe andere Dinge gefunden, zum Beispiel, dass bestimmte Abschnitte der Bibel hervorgehoben werden und benutzt werden, um vorzuschreiben, was andere Passagen bedeuten. Okay? Und ich hatte eine Diskussion mit einigen der Dozenten auf dem Flur und wir sprachen über das Thema von Reife statt Überwinden. Und ich sagte, aber es heißt im Zeugnis Band 5, dass niemand das Siegel Gottes empfangen wird, der einen Makel, einen Fleck oder eine Falte an seinem Gewand hat. Kennt ihr das Zitat? Und sie sagt mir, ja, das ist ein interessantes Zitat. Aber wenn du es vergleichst mit dem, was das hier drüben sagt, versteht ihr, was da gerade passiert ist? Sie benutzen eine Reihe von Zitaten, um eine andere Reihe von Zitaten zu ignorieren. Anstatt zu versuchen, alles miteinander zu harmonisieren, konzentrierst du dich auf eine Reihe von Passagen, um die andere Reihe zu ignorieren. Habt ihr das schon einmal gesehen? Wo Leute eine Reihe von Texten auflisten, die mit dem übereinstimmen, was sie denken, sie benutzen das, um zu ignorieren und noch nicht einmal darauf einzugehen. Sie hämmern einfach nur auf der anderen Seite der Argumentation herum. Und wenn du zu sagen versuchst, aber was ist mit dem hier? Und sie hämmern einfach weiter auf dieser Seite der Debatte herum. Ich sehe Politiker, die das ständig machen. Ihr auch? Du stellst ihnen eine Frage und sie hämmern weiter auf dem Punkt herum, den sie durchsetzen wollen. Sie sind nicht daran interessiert, einen Dialog mit dir zu führen. Sie halten nur einen Monolog. So, ich bin sicher, ihr habt das auch schon erlebt. Und wie ein Dozent es ausdrückte, als ich im Unterricht saß, er sagte, die Schrift wurde lebendig für ihn, als er die Kraft der Metapher erkannte. Versteht ihr, was er sagt? Metapher bedeutet eine symbolische Bedeutung. Unsere von Herzen geliebten Geschwister aus Alexandria, sie versinnbildlichen den Text und vergeistlichen ihn. Und ich brauchte eine Weile, um das zu verstehen. Als eine junge Person, du versuchst all diesen neuen Kram zu verstehen, es hat lange gedauert und es ist ein Teil meines Weges geworden, zu versuchen zu verstehen, was war es, das hier stattgefunden hat. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, zu Kolosser Kapitel 2 und Vers 8, ich bin sicher, ihr kennt diese Passage. Wir haben noch viel Material vor uns. Ich versuche, so zügig wie möglich voranzukommen. Wir werden sehen, wie wir vorankommen. Kolosser 2. Ich bin sicher, ich habe Kolosser in meiner Bibel. Da ist es. Was sagt es? Acht, dass euch niemand beraubt durch, was? Philosophie, die Liebe von Weisheit und leeren Betrug nach der Überlieferung von wem? Menschen nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Wir sind gewarnt worden, dass wir Acht geben, dass uns niemand verdirbt. Wir müssen auf der Hut sein und wir müssen diese Warnung ernst nehmen. Ich war zutiefst beunruhigt durch das, was ich erfahren hatte. Oft ging ich auf mein Zimmer zurück und weinte und bat Gott, mir zu helfen. Durch den Prozess, den ich durchmachte. Etwas versuchte, mein Denken zu ändern. Etwas versuchte, mir eine Gehirnwäsche zu geben und mich auf eine andere Denkweise umzulenken. Und ich habe diesen Prozess bekämpft. Und um diesen Prozess zu bekämpfen, musste ich beten und beten und beten. Und wenn irgendjemand glaubt, dass dieser Prozess, in dem wir uns befinden, ein Spiel ist, dann liegst du falsch. Dies ist ein Krieg und ich war unter Beschuss. Und ich hatte keine Ahnung, wie brutal der Angriff sein würde, bis ich dorthin kam. Und ich musste kämpfen. Ich musste mit allen Mitteln kämpfen, die ich hatte, um meinen Verstand daran zu hindern, dieser anderen Denkweise zu folgen. Und leider folgten viele um mich herum dieser Denkweise. Was ich erlebte, war eine Vergeistlichung des Wortes Gottes. Nun, es gibt viele Dinge in der Bibel, die geistlich sind, aber das ist sehr verschieden von vergeistigen, was den Text nimmt und ihm eine Bedeutung gibt, die nirgendwo in der Bibel zu finden ist. Das ist der Prozess, über den wir sprechen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie der Adventismus entwickelt wurde,
wie er gewachsen ist, dann sehen wir, wie ein sehr interessantes Bild zustande kommt. Die adventistischen Pioniere mussten sich einen Weg durch viele vergeistigte Ansichten bahnen. Die Kirche ging in eine Periode der Dunkelheit aufgrund des Spiritualismus. Die frühe Kirche wurde von alexandrinischem Denken beherrscht, was ein Versinnbildlichen des Textes bedeutet, dem Text eine gnostische oder verborgene Bedeutung zu geben, und das ist, was die Kirche in die Dunkelheit trieb, weil das buchstäbliche und einfache Lesen von Gottes Wort zerstört wurde. Aber als die Reformatoren aufkamen, begannen sie, ein Gespür für das buchstäbliche und einfache Lesen des Wortes Gottes zurückzuerobern. Und die Pioniere begannen, diesem Prozess den letzten Schliff zu geben, die Wiedereroberung dessen, was das Wort Gottes sagt. Hat jemand hier von William Millers 14 Punkten der Bibelauslegung gehört? Irgendjemand? Niemand? Da sind einige. Unsere Kirche wurde auf diesen 14 Punkten errichtet. Wusstet ihr das? Wie man die Bibel auslegt, wurde auf den 14 Punkten aufgebaut, die William Miller niederlegte dafür, wie man die Bibel interpretiert. Darauf wurde der Adventismus aufgebaut. Nun, wenn ihr wollt, wenn ihr diese Präsentation haben wollt, ich meine diese 14 Punkte, bin ich sicher, dass wir sie ausdrucken können. Sie sind sonst auf meiner Website maranathamedia.com. Ihr könnt sie dort bekommen. Lest die 14 Punkte, aber das Gute ist, ich werde ein paar von ihnen mit euch betrachten. Ich habe einige Punkte hier, die wir einfach mal durchgehen werden. Punkt Nummer 1. Jedes Wort muss seine angemessene Stellung erhalten in Bezug auf das in der Bibel dargelegte Thema. Wir nehmen nicht, und die Leute haben es mir gesagt, du nimmst die klaren Texte und verwendest sie, um die unklaren Texte zu interpretieren. Falsch. Du nimmst jeden Text und du reißt sie alle auf und stellst sie zusammen und bittest Gott, dir zu zeigen, wie sie alle zusammenpassen. Denn wenn du klare Texte nimmst, die du auf deine bestimmte Weise verstehst, und sie benutzt, um die anderen Texte zu interpretieren, dann verdrehst du die Schrift. Seht ihr, was ich meine? Denn jene Texte haben vielleicht einen Einfluss darauf, wie die angeblichen klaren Texte auszulegen sind. Du musst alle Texte nehmen. Das ist ein Grundprinzip des Adventismus. Nimm alle Texte. Stelle sie alle zusammen. Sieh zu, dass sie alle zusammenpassen. Das ist ein Prinzip. Punkt Nummer 4. Um eine Lehre zu verstehen, bring alle Schriftstellen zusammen zu einem Thema, das du erkennen möchtest. Dann lass jedes Wort seinen rechtmäßigen Einfluss haben, und wenn du eine Theorie formulieren kannst, die ohne Widerspruch ist, dann kannst du nicht falsch liegen. Und er hat eine Liste von Texten, um das zu zeigen. Ich habe das im Grunde schon abgedeckt. Punkt Nummer 5. Die Schrift muss ihr eigener Ausleger sein. Wir sind mit diesem Prinzip vertraut, nicht wahr? Die Bibel und nur die Bibel allein, da sie ein Maßstab für sich selbst ist. Wenn ich von einem Lehrer abhängig bin, um sie mir auszulegen, und er über die Bedeutung mutmaßen wird oder sich wünscht, dass es so wäre, aufgrund seines konfessionellen Glaubensbekenntnisses, oder damit er für weise gehalten wird durch sein Mutmaßen, und glaubt mir, davon gibt es viele, dann ist sein Mutmaßen, sein Wunsch, sein Glaubensbekenntnis oder seine Weisheit mein Maßstab und nicht die Bibel. Versteht ihr die Bedeutsamkeit davon? Dies ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich auf einen anderen Menschen höre, wenn jemand zu dir sagt, diese Passage hier, wenn du sie verstehen willst, dann lies diesen Gelehrten. Du kannst den Gelehrten lesen, aber wenn du dich auf das verlässt, was der Gelehrte sagt, dann verlässt du dich nicht länger auf die Bibel. Du bist soeben in den Abgrund getreten. Und wir dürfen das nicht tun. Dies ist, worauf wir als Volk gegründet wurden. Nummer 11. Wie erkennt man, dass ein Wort symbolisch verwendet wurde? Wenn es einen vernünftigen Sinn ergibt, so wie es dort steht und nicht den einfachen Naturgesetzen zuwiderläuft, dann muss es, ich wiederhole, es muss wörtlich verstanden werden, nicht im übertragenen Sinne. Macht das Sinn? Wenn nicht, dann sinnbildlich. Wenn es keinen Sinn ergibt, wie eine Textstelle in der Bibel, wo Christus sagt, ich bin die Tür, du kannst das nicht wörtlich nehmen, oder? Aber schaust du nach der bildlichen Bedeutung? Aber wo suchst du nach der bildlichen Bedeutung? Woanders in der Bibel. Gehe nicht zu den Gelehrten, gehe nicht zu den Theologen. Gehe zur Bibel und finde heraus, was die Tür bedeutet. Und in diesem Fall ist es die Tür zum Heiligtum, nicht wahr? Punkt Nummer 12. Um die wahre Bedeutung von Bildern herauszufinden, verfolge das bildliche Wort durch die Bibel, wo du es erklärt findest, wende es auf dein Bild an, und wenn es einen vernünftigen Sinn ergibt, dann brauchst du nicht weiter zu suchen. Wenn nicht, suche weiter. Wir nennen es das Prinzip von Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung. Der Bibel zu erlauben, ihr eigener Ausleger zu sein. Das ist, was wir tun müssen.
Ich denke, ich habe hier eine zusammenfassende Aussage von William Miller. Dies sind sehr wichtige Dinge. Ich glaube, und ich glaube es mit ihm, die Bibel ist der offenbarte Wille Gottes an den Menschen. Und alles darin ist notwendig, von Christen in den unterschiedlichen Zeitaltern und Gegebenheiten verstanden zu werden, auf die sie sich beziehen. Zum Beispiel, was heute verstanden wird, war vielleicht nicht notwendig verstanden zu werden vor 1000 Jahren. Stimmt das? Die Probleme, vor denen wir heute stehen, sind vielleicht nicht die gleichen wie vor vielen Jahren. Nun, heute gibt es viele, die behaupten, dass du zuerst verstehen musst, was es damals bedeutet hat, und danach kannst du es im weiteren Verlauf verstehen. Und da ist etwas Wahres dran. Wir müssen den Zusammenhang verstehen von dem, was die Bibel sagt. Aber es gibt viele Leute, die sagen, um das Verständnis zu erlangen, darüber, wie es vor 1000 Jahren war, müssen wir die Kultur verstehen, müssen wir die Geschichte verstehen, müssen wir zu Nachschlagewerken gehen, um zu verstehen, wie die Kultur in der Zeit war. Und sobald du das tust, was hast du getan? Du bist von der Bibel weggetreten und auf Wörterbücher, die Gelehrten und all diese Dinge aufgesprungen. Und da wird es gefährlich. Denn ihr Ziel ist es, neue und alte Dinge zu offenbaren, damit der Mensch Gottes gründlich ausgestattet und vervollkommnet wird in jedem guten Wort und Werk, für das Zeitalter, in dem er lebt. Ich glaube, es ist auf bestmögliche Weise offenbart worden für alle Leute in jeder Zeit und in allen Gegebenheiten, um zu verstehen, dass es so wörtlich wie möglich verstanden werden muss und vernünftigen Sinn ergibt. Wenn es einen Punkt gibt, den wir in dieser Präsentation durchnehmen werden, dann ist es dieser: Es im einfachen und wörtlichen Sinne zu verstehen. Darauf wurde der Adventismus gegründet und darauf wird er auch hindurchgehen. Wenn wir nicht auf dem Punkt weitergehen, werden wir nicht durchkommen. Und ich werde euch das im weiteren Verlauf der Präsentation zeigen. Und in jedem Fall, wo die Sprache symbolisch ist, müssen wir die Bibel ihre eigenen Symbole erklären lassen. Uns ist in keinem Fall gestattet, über die Schriften zu spekulieren und Dinge zu vermuten, die nicht klar ausgedrückt sind, oder die Dinge abzulehnen, die deutlich gelehrt werden. Das ist, was William Miller gesagt hat. Lasst mich euch einige Aussagen geben über das, was die Adventpioniere, denn natürlich wurde William Miller kein Adventist, er war Adventist, aber kein Siebentags-Adventist. Aber wenn ihr die früheren Review-Artikel lest, bezogen sie sich viele Male auf diese Regeln der Interpretation. Das war immer Teil ihrer Diskussion. Und dies, was Uriah Smith gesagt hat in seiner 1897-Version von Gedanken über Daniel und die Offenbarung: Jegliche Sprache der Schrift muss wörtlich genommen werden, außer wenn es einen guten Grund gibt, um anzunehmen, dass es symbolisch gemeint ist. Und alles, was symbolisch ist, muss durch das interpretiert werden, was wörtlich ist. Das ergibt Sinn für mich. Ergibt es für euch auch Sinn? Okay, lasst uns J.N. Loughborough. Einige dieser Aussagen sind etwas lang, aber sie sind die Reise wert. Dies ist, was J.N. Loughborough zu sagen hatte. Die Schönheit der göttlichen Offenbarung war den Gemütern der einfachen Leute versperrt, indem sie gelehrt wurden, anzunehmen, was die Bibel nicht... Was? Hat Gott gesagt? Oder dass die Einsicht der Schriftschreiber nicht in der Schrift selbst enthalten ist, sondern sie sind mystisch und haben eine versteckte Bedeutung. Wenn das eine Tatsache ist, fragen wir, wie sollen wir zur rechtmäßigen Vorstellung des Wortes gelangen und zu seiner wahren Interpretation? Wer soll diese Dinge beurteilen? Nun ja, wir lassen den Papst entscheiden, nicht wahr? Wie sollen wir zu einem richtigen Verständnis des Wortes gelangen und zu seiner wahren Interpretation? Oh, sagt einer der stolzen Professoren unserer Zeit, du gehst zu hochwürden Herrn Dr. A., Doktor der Theologie, er wird deinen Geist erleuchten im Hinblick auf die Sache. Der zweite sagt, A, würde ich nicht richtig informieren, du musst zu einem unserer Geistlichen gehen. Und so lenken alle ihre Aufmerksamkeit in verschiedene Richtungen für ein Verständnis über das Wort Gottes. Sie widersprechen sich gegenseitig und so entstehen bis zu 600 verschiedene Gesinnungen der heutigen Zeit. Dies erwächst aus dem Prinzip, dass die Bibel nicht meint, was sie sagt, sondern dass sie alles meint, was sich unserem Geist nicht aus dem wörtlichen Lesen des Textes erschließt. Die Pioniere waren ad nauseam an diesem Punkt, dem wörtlichen Lesen des Textes. Wenn die Position wahr ist, dass der Bibelschüler zuerst ein gründliches Wissen der beliebten Theologie seiner Zeit haben muss, bevor er das Buch verstehen kann, dann würde es für den fragenden Geist so scheinen, dass die Bibel letztendlich nicht die Offenbarung von Gottes Willen ist, da es nicht die Idee des Autors vermittelt und dessen Bedeutung durch das Lernen in den Schulen zu finden ist. Wenn die Bibel die Offenbarung von Gottes Willen für den Menschen ist, dann ist sein Wille
in dem Buch zu finden. Und das Buch meint, was es sagt. Wir geben zu, dass Symbole verwendet werden und erklärt werden, behaupten aber, dass eine klare Aussage genau so zu verstehen ist, als wenn sie in irgendeinem anderen Buch gemacht würde. Ich glaube, wir verstehen seinen Punkt, oder nicht? Ich glaube, er hat doch noch etwas mehr zu sagen. Wir können keine richtige Auffassung über Gottes Charakter bilden, wie er in dem Wort offenbart wird, wenn dies nicht die Wahrheit ist. Wenn Gott seinen Willen auf solche Weise offenbart hat, dass der Mensch es nicht verstehen kann und dann in dem Wort Verdammnis und Tod für die verkündet, die seinem Willen nicht gehorchen, dass er in keiner Weise den Charakter manifestierte, den das Wort ihm zuschreibt. Wenn die Bibel kein wörtliches Buch ist, dann brauchen wir ein anderes Buch, von dem Verfasser der Bibel, das uns die Offenbarung erklärt, die wir jetzt haben, damit wir den Willen Gottes haben. J.N. Loughborough verstand die Situation. Er kannte den Punktestand und er legte es sehr deutlich dar. Aber für den Fall, dass ihr zweifelt, habe ich noch einen anderen für euch. George Storrs. Es bewahrt die schelmische Praxis des Mystifizierens oder der Schrift, eine geheime oder versteckte Bedeutung zuzuschreiben, in den einfachsten Texten. Diese verderbliche Praxis wurde unmittelbar in die Kirche eingeführt, sobald die Apostel die Welt verlassen hatten. Die Bekehrten aus dem Heidentum schienen darauf bedacht, heidnische Philosophien mit dem Christentum zu vereinen. Wir sind mit der Geschichte vertraut, nicht wahr? Daher müssen sie eine Vielzahl von Mysterien in der Schrift finden und die Praxis der Versinnbildlichung, das heißt der Sprache eine Bedeutung hinzuzufügen, die nicht in dem Wort enthalten ist, begann und es war weit verbreitet vor dem 3. Jahrhundert. Dies wurde zweifelsohne getan mit der Absicht, heidnische Philosophen dahin zu führen, das Christentum anzunehmen, da es ihnen ein fruchtbares Feld für ihre Forschungen bot. Aber es führte die Kirche in die Irre, in die weiten Felder der Mutmaßung. Und jede lebendige Vorstellungskraft konnte versteckte Wunder in der Bibel finden, während das einfache wörtliche Lesen des Textes außer Acht gelassen wurde. Diese fatale Praxis wuchs von Zeitalter zu Zeitalter an, bis die Einfachheit des Evangeliums völlig verdunkelt war, und die Verdunklung ist bis heute noch nicht ganz verschwunden. Wir sehen, was war es, das das finstere Mittelalter verursachte, besonders von 538 bis 1798. Es war eine Vergeistigung der Bibeltexte, wie auch ein buchstäbliches Wegnehmen der Bibel selbst, sobald die Kirche die Macht hatte, das zu tun. Aber zuerst wurde sie aus den Köpfen der Menschen entfernt, und dann wurde sie von den Händen der Menschen weggenommen, denn sobald sie aus den Köpfen verschwunden war, war es leicht, sie aus den Händen zu nehmen. Und das ist, was George Storrs zu sagen hatte. So mit all dem, was da vor sich ging, durch das dunkle Zeitalter, wo die Kirche des Mittelalters völlig infiltriert war mit der spiritualistischen Philosophie, musste die Kirche da herauskommen. Als Gott sein Volk zum zweiten Mal zusammenrief, als Gott zum zweiten Mal nach einem konfessionierten Volk verlangte, ein neues Israel, das aus der Wildnis herauskommen sollte, musste er ihnen die Bibel zurückbringen, das Wort Gottes. Und so würde es mir nur sinnvoll erscheinen, wie sicherlich auch euch, dass Satan mehr als alles andere versuchen würde, diese Philosophie in die Adventgemeinde einzuführen. Ergibt das Sinn? Ja. Dies ist der Modus operandi, den wir in 1. Mose 3, Verse 1 bis 5 gesehen haben. Das ist das erste Prinzip. Wirft Zweifel auf über die buchstäbliche Bedeutung des Wortes Gottes. Dies ist der erste Punkt. So, wenn die Wahrheit das Spielfeld betritt, wenn Gott Wahrheit bekannt macht, dann ist Satan schon vor Ort und bereit, seine spiritualisierte Philosophie vorzustellen und zu versuchen, die Bedeutung des Textes zu verdrehen. Wir wollen einige Aussagen von Ellen White betrachten, die diese Wahrheit wiedergeben. Dies ist, was Ellen White sagt. Als wir gerade nach New Bedford aufbrachen, kam eine besondere Nachricht von Schwester M. für mich, die mich dazu aufforderte, mitzuteilen, was der Herr mir gezeigt hatte. Bruder Nichols nahm meine Schwester und mich mit zu dem Haus, wo ziemlich viele versammelt waren. Es waren Einzelne anwesend, die, wie ich gesehen hatte, sehr fanatisch waren. Sie handelten unter einem menschlichen oder satanischen Einfluss und nannten es den Geist Gottes. Ich hatte sie zuvor noch nicht mit meinen natürlichen Augen gesehen, aber ihre Gesichter waren mir vertraut. Denn ihr Irrtum und ihr verderblicher Einfluss waren mir gezeigt worden. Und ich hatte das Gefühl, es war mir untersagt, meine Vision in so einer Gesellschaft mitzuteilen. Es waren einige anwesend, die wir liebten, aber sie waren dieser Täuschung zum Opfer gefallen. Die Anführer hielten dies für eine günstige Gelegenheit, ihren Einfluss über mich auszuüben und mich zu veranlassen, ihren Ansichten nachzugeben.
Dies ist, was sie sagt. Ich wusste, ihr einziges Bestreben war, die Vision zu zerfleischen und ihre wörtliche Bedeutung wegzuspiritualisieren, einen satanischen Einfluss über mich zu werfen und es die Kraft Gottes zu nennen. Dies ist, was Satan mit der Adventgemeinde tun möchte. Die Bedeutung, die uns als Erbe gegeben wurde, zu vergeistigen. Ein Siebenten-Tags-Adventist zu sein, bedeutet, mit großer heiliger Verantwortung zu erben, was unseren Vätern gegeben wurde. Es ist ein heiliges Erbe. Und wir müssen uns davor hüten, wie Esau zu sein und das Erbe wegzuwerfen, sondern es ergreifen, das buchstäbliche Wort Gottes. Das wurde uns als Volk gegeben. Ein anderer Text. Fadenscheinige wissenschaftliche Theorien schleichen sich ein wie ein Dieb in der Nacht. Sie stehlen unsere Wahrzeichen und untergraben die Säulen unseres Glaubens. Dies ist aus dem Buch Medical Missionary und bezieht sich natürlich auf die Kellogg-Krise und die Einführung des Pantheismus, was natürlich wiederum ein spiritistischer Glauben ist, den sie versuchten in die Kirche zu bringen. Gott hat mir gezeigt, dass die Medizinstudenten nicht in derartigen Theorien unterrichtet werden sollten, weil Gott diese Theorien nicht billigt. Die irreführendsten Versuchungen des Feindes kommen herein und sie kommen auf der höchsten und erhabensten Ebene herein. Und wie kommen sie herein? Diese vergeistigen die Lehren der gegenwärtigen Wahrheit, bis es keinen Unterschied mehr gibt zwischen der Substanz und dem Schatten. Dies ist die Methode, die hereingekommen ist. Und wir bemerken das in Wirken der Apostel, Seite 470. Der Nachfolger Jesu wird diesen verführerischen Reden widerstehen, vor denen der Apostel die gläubigen Kolosser warnte. Zwar wird er auf solche vergeistigenden Auslegungen der Schrift stoßen, sollte sie aber nicht annehmen. Seine Stimme sollte die ewigen Wahrheiten der Heiligen Schrift unmissverständlich bejahen. Seinen Blick fest auf Christus gerichtet, sollte er unbeirrt auf dem ihm vorgezeichneten Weg vorwärts schreiten und alle Anschauungen, die nicht mit der Lehre Christi übereinstimmen, zurückweisen. Gottes Wahrheit sollte Gegenstand seiner Betrachtung und seines Nachsinnens sein. Er sollte die Bibel als Sprachrohr Gottes hinnehmen, durch das der Herr unmittelbar zu ihm spricht. So wird er die Weisheit finden, die göttlichen Ursprungs ist. Wir sind also gewarnt worden, oder nicht? Lasst uns einen kurzen Blick auf die Grundlagen der Adventbewegung werfen, wie wir zustande kamen. Die Grundlage des Adventismus. Die meisten von euch werden diese Passage kennen. Ich wurde wieder durch diese Botschaften, die dreifache Engelsbotschaft, geführt und sah, wie teuer das Volk Gottes seine Erfahrung erworben hatte. Sie hatten sie erworben, indem sie sich durch den Geist Gottes aus der spiritualistischen Denkweise herauszogen. Satan ist bemüht, den Geist in die Gefangenschaft der spiritualistischen Idee zu bringen. Sie wurde durch viele Leiden und schwere Kämpfe erlangt. Schritt für Schritt hat Gott sie vorwärts gebracht, bis er sie auf eine solide, unbewegliche Plattform gestellt hatte. Dann sah ich, dass Einzelne sich der Plattform näherten und das Fundament untersuchten. Manche stiegen sofort mit Freude darauf. Andere fingen an, Fehler daran zu finden, wie das Fundament der Plattform gelegt war. Sie wünschten, dass Verbesserungen gemacht würden, dann wäre die Plattform vollkommener und die Leute viel glücklicher. Manche stiegen von der Plattform herunter und untersuchten sie und erklärten, sie wäre falsch gelegt worden. Der Adventismus wurde vor allem auf der Überzeugung aufgebaut, die wir gerade gelesen haben, dass die Schriften wörtlich zu lesen sind. Alle unsere Lehren, die Lehre über den Zustand der Toten zu untersuchen, den Sabbat, das Heiligtum, das zweite Kommen, die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, aber all das basiert auf einer Sache und einer Sache allein, dem wörtlichen und einfachen Lesen des Wortes Gottes. Das ist, wo einige Leute aufspringen und sagen würden, hey, nein, so interpretieren wir die Bibel nicht. Und ich kann euch sagen, dass die liebste Vorliebe, als ich für den Dienst studierte, die Methode zur Auslegung der Schrift waren. Das war das Thema, das en vogue war. Methodik, Hermeneutik, wie wir all diese Dinge studieren. Und wieder und wieder und wieder wurde es uns aufgedrängt, bis ich mich übergeben wollte. Aber dies ist, worauf wir gegründet wurden. Ich stieß in der Tat erst vor kurzem auf dieses Zitat und es traf mich zutiefst, denn wisst ihr was? Im Evolutionsmodell schauen wir auf die Adventpioniere zurück und wir wissen, dass der Beruf von William Miller was war? Er war ein Landwirt. Hiram Edson war ein Landwirt. Er war ein Getreidebauer, ein Hinterwäldler, Getreidebauer. Was war James White? Ein Landwirt. Was war Joseph Bates? Er war ein Seekapitän. Wir hatten all diese Leute, die Bauern waren, und Bauern, wissen wir, sie sind etwas fragwürdig mit dem Wort Gottes, nicht wahr? Wisst ihr?
Aber wir sind seitdem gewachsen, wir sind besser geworden. Wir haben Bildung, wir haben Wissen, wir haben Weisheit, weil wir auf dem College waren. Wir haben einen Doktortitel, das ist, was wir haben. Ich sage nicht, dass daran etwas falsch ist. Ich sage nur, wenn du dich auf diese Dinge verlässt, dann bist du ernstlich getäuscht. Weil Gott sagt, dass Gott die törichten Dinge nimmt, um wen zu verblüffen? Die sogenannten Weisen. Beachtet diese Aussage, denn dies ist sehr, sehr wichtig. Mir war das vorher nicht aufgefallen. Der Engel, der der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft folgt, soll die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten. Wer ist dieser Engel? Der vierte Engel. Der vierte Engel symbolisiert was? Das Ausgießen des Spätregens. Hier wird ein Werk von weltumspannender Ausdehnung und ungewöhnlicher Kraft vorhergesagt. Und nun beachtet den nächsten Satz. Sie verbindet diese Aussage mit der nächsten Aussage. Die Adventbewegung von 1840 bis 1844 war eine herrliche Offenbarung der Macht Gottes. Was sagt uns das? Was sagt euch das? Dass das, was während dieser Zeit geschah, äußerst bedeutsam war. Dass Gottes Macht in großem Maße ausgegossen wurde. Dass Gottes Volk Dinge offenbart wurden, die ungemein wichtig waren. Könnt ihr das sehen? Die erste Engelsbotschaft wurde zu jeder Missionsstation der Welt getragen und in einigen Ländern herrschte die größte religiöse Bewegung. Und es geht weiter und weiter. Aber ich möchte das in euren Köpfen verankern, dass diesen hinterwäldlerischen Bauern in den USA der Geist Gottes auferlegt wurde. Und Gott offenbarte ihnen Dinge, die sie befähigten, eine Plattform zu legen, auf der wir das Privileg haben, zu stehen. Und wehe jedem, der diese Plattform in Frage stellt. Jedem, denn es war Gott, der dieses System errichtet hat. Es war Gott, der die Kinder Israels wieder einmal aus der Wildnis rief. Er war es, der das tat. Eine sehr, sehr interessante Aussage. Okay. Jetzt, da wir das etabliert haben, möchte ich, dass wir über die adventistischen Lehren nachdenken. Die Lehren des Adventismus. Und vorher gebe ich euch eine Liste. Bevor ich euch eine Liste gebe, möchte ich, dass ihr nachdenkt. Wie viele Gruppen von Leuten lehren, dass es ein buchstäbliches Heiligtum im Himmel gibt? Eine. Vielleicht die Hälfte von einer. Warum tun es die anderen Kirchen nicht? Wenn ihr zu Hebräer Kapitel 8 geht, in eurer Bibel, und für die Übung unterhaltet mich einfach und lasst uns dorthin gehen. Hebräer Kapitel 8. Was sagt es? Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaften Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Was sagt euch das? Dass es ein Heiligtum im Himmel gibt, nicht wahr? Aber weshalb glauben die Leute nicht, dass es ein Heiligtum im Himmel ist? Sie wurden wegspiritualisiert. Gedenke des Sabbattages und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Oh Bruder, in Jesus haben wir geistige Ruhe. Ist das nicht wunderbar? Sie ignorieren Hebräer 4, Vers 9, das besagt, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Seht ihr? Der Grund, dass wir unsere Lehren haben, ist wegen der Plattform, auf der sie gelegt wurden. Das Halten der Gebote Gottes. Nun lasst uns eine Liste durchgehen. Ich habe eine Liste. Lehre und SDA-Glauben. Der Himmel ist ein tatsächlicher Ort, oder nicht? Das ist, was die Bibel sagt. Ich gehe hin, um was zu bereiten? Eine Stätte für euch. Offenbarung Kapitel 21. Ich sah einen neuen, was? Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Die Bibel sagt es, wir glauben es. Somit glauben wir an einen buchstäblichen Himmel. Die Schöpfung. Die Bibel sagt, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Siehe da, ich entscheide mich zu glauben, dass der Herr in 6 Tagen den Himmel und die Erde gemacht hat. Das ist nicht schwer, oder? Es ist ziemlich einfach. Der Teufel. Er ist ein buchstäblicher Teufel, Satan genannt, der uns versucht. In Offenbarung Kapitel 11 sagt es, die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird. Sehr deutlich, wie es im Wort Gottes dargestellt wird. Die Natur des Menschen, sterblich, Tod ist wörtlich, er kehrt zum Staub zurück. Das ist, was die Bibel uns sagt, oder? Wieder und wieder und wieder, der sterbliche Mensch. Es gibt kein Bewusstsein im Tod. Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren.
Das sagt die Bibel, das glauben wir. Es ist ziemlich einfach. Das Alter der Erde, tatsächlich 6000 Jahre gemäß der wortgetreuen Genealogie des Alten Testaments. Wir schlagen die Genealogie auf, wir lesen die Genealogie, es sagt 6000 Jahre. Und ich bin nun mal dumm genug, das zu glauben. Auch wenn viele es nicht tun würden. Weil die Bibel wörtlich sagt, dass es so stattgefunden hat. Und so haben es unsere Pioniere gelehrt. Die Flut bedeckte buchstäblich die gesamte Erde nach 40 Tagen Regen. Warum? Weil die Bibel das wörtlich sagt. Die Geschichte des Alten Testaments wurden alle für wahr gehalten. Und für mich sind sie immer noch wahr. Die Gebote sind was? Sie sind nicht 10 Vorsätze. Sie sind 10 Gebote. Das sind sie. Das ist, worauf wir als Volk gegründet wurden. Und beachtet, alle von ihnen waren einfach gelesene Lehren. Der Sabbat, ein buchstäblicher wöchentlicher Ruhetag und ein Denkmal für eine buchstäbliche Schöpfung in 6 Tagen. Deshalb halten wir den Sabbat. Jungfrauengeburt, wörtlich. Die Natur Christi. Christus nahm buchstäblich unsere Natur an, nicht die Natur von Adam vor dem Fall. Warum? Weil die Bibel sagt, er nahm nicht die Natur von was an? Engeln, sondern er nahm den Samen von Abraham. Das ist, was die Bibel sagt. Ist es so schwer zu glauben? Ziemlich einfach. Die Wunder von Jesus. Wir akzeptieren sie einfach. Sie fanden tatsächlich statt. Der Tod Christi fand buchstäblich statt. Das ganze Wesen von Jesus starb. Das ist, was die Bibel sagt. Wenn sie sagt, er starb, dann starb er. Das ist, was die Bibel sagt. Auferstehung? Sie war buchstäblich und real. Das ist die zentrale Hoffnung des Christentums. Das himmlische Heiligtum, wir haben darüber gesprochen, buchstäblich und real. Verwaltet von einem buchstäblichen Priester, Jesus. Ein Ältester. Der buchstäbliche männliche Ehemann einer buchstäblichen weiblichen Frau. Ist das schwer? Christliche Vollkommenheit? Buchstäblich und real durch den Glauben von Jesus Christus. Ist das schwer? Nein. Das ist, was die Bibel sagt. Sich durch diesen Prozess hindurchzuarbeiten, ist eine Herausforderung, wie wir gesagt haben, durch die schmale Pforte zu gehen, aber das Konzept, die Idee, der Glaube ist nicht schwer zu verstehen, oder? Es ist sehr klar. Das Untersuchungsgericht, buchstäblich und real. Die Bücher von Daniel 7 wurden buchstäblich geöffnet. Der Hochbetagte saß und sein Sohn wurde vor ihn gebracht. Sie sind echte und buchstäbliche Personen. Und alle sind buchstäbliche, antitypische Erfüllungen des Dienstes im Allerheiligsten, eines buchstäblichen, realen, himmlischen Heiligtums. So wurde der Adventismus geboren. In all diesen Punkten haben wir einen wörtlichen Glauben. Und wisst ihr, warum der Adventismus einen echten Glauben hat? Weil wir eine echte Bibel lesen, mit echten Wahrheiten. Deshalb ist unser Glaube echt. Und wenn du das loslässt, dann hast du keinen echten Glauben mehr. Dann hast du einen vergeistigten, mystischen Glauben. Und wenn die Stürme des Winters kommen, werden sie dich auf ewig zugrunde richten. Das ist unser Fundament, darauf müssen wir stehen. Keine andere Konfession vertritt eine durchweg wörtliche Sicht. Einige vertreten einige wörtlichen Punkte und einige mystischen Punkte. Du musst nur einen mystischen Punkt in deiner Sammlung hinzufügen, um deine Verdammnis sicherzustellen, nicht wahr? Sobald du einen Punkt einführst, wird dein Verstand in Verwirrung versetzt, wobei der Verstand auf der einen Seite wörtlich denkt und spirituell auf der anderen Seite. Vergeistigt, wörtlich, vergeistigt, wörtlich. Das nennt man Verwirrung. Das sind die Zutaten für den Wein Babylons. Wörtlich spirituell, wörtlich spirituell. Du weißt nicht mehr, was ist, du weißt nicht, wie lange es geht und es verwirrt dich. Nun, ich muss an diesem Punkt darauf hinweisen, dass wieder, wie wir gesagt haben, dass ein Symbol durch andere Textstellen in der Bibel verstanden werden muss. Denn zum Beispiel, wenn die Bibel sagt, dies ist mein Körper, nimm und iss, dann gibt es einige Kirchen, die das wörtlich nehmen, nicht wahr? Sie glauben tatsächlich, dass sie das Fleisch von Gottes Sohn essen. Denn sie sagen, oh, wir nehmen das wörtlich. Aber das ist, was sagte die Grundlage der Pioniere? Es ist gegen das Gesetz der Natur. Ist es natürlich, das Fleisch von dem Sohn Gottes zu essen? Das ist nicht natürlich, da muss es sich um eine spirituelle Bedeutung handeln. Du musst nach der spirituellen Bedeutung suchen, aber einige nehmen wörtlich, was geistig gesehen werden muss, und drehen den Text davon weg, wo er sein sollte. Ich möchte einen Gedanken vorbringen, der vielen von euch bekannt sein wird. Aber dieses Prinzip, an einer wörtlichen Interpretation von Gottes Wort festzuhalten, war sicher
bis Gottes Volk an die Grenzen von Kanaan kam. Zum zweiten Mal. Und sie wurden eingeladen, in sein Königreich zu kommen, oder nicht? Was war das Jahr? 1888. Was geschah? Ist Gottes Volk hineingegangen? Nein. Was passiert, wenn du Gott zurückweist? Zurück in die Wüste. Wandle im Licht, solange du Licht hast, damit nicht was? Dunkelheit über dich kommt. Ein hoher Preis musste gezahlt werden, dafür, dass Gottes Volk die Botschaft ablehnte, die Gott für unser Volk hatte in 1888. Ich möchte euch einige Aussagen vorlesen. Dies ist, was Ellen White sagte. Dieses Licht, das Licht von 1888, das die ganze Welt mit seinem Glanz erfüllen soll, wurde missachtet von einigen, die behaupten, die gegenwärtige Wahrheit zu glauben. Ich weiß nicht, aber einige sind sogar zu weit gegangen, um noch umzukehren und Buße zu tun. Viele haben dunkle, geheime Wege beschritten. Ist das nicht interessant? Geheime Wege, versteckte Bedeutungen, geheime Wege, vergeistigte Ansichten. Und einige werden, was? Niemals zurückkehren. Kennt ihr die Geschichte der Pilgerreise, als Christian und seine Freunde mit dem Hirten auf dem Hügel standen und herunterschauten, und sie sahen Menschen, die in der Grabstätte umherwandelten und herumpolterten, ohne Rückkehr. Ihre Augen waren ausgelöscht. Und das Auge ist nur klar, wenn es eine wörtliche Sichtweise über Gottes Wort hat. Wenn du die Wahrheit vergeistigt, dann bist du wie Simson. Deine Augen wurden herausgenommen. Sie stolperten weiterhin in ihren Ruin. Sie haben Gott versucht, sie haben das Licht abgelehnt. Hört noch eine Äußerung. Wenn es den Lichtstrahlen, die in Minneapolis schienen, gestattet worden wäre, ihre überzeugende Macht über jene auszuüben, die ihren Standpunkt gegen das Licht einnahmen, wenn alle eingewilligt hätten und zu der Zeit ihren Willen an den Geist Gottes übergeben hätten, dann hätten sie den reichsten Segen erhalten. Den Feind enttäuscht. Oh, das ist eine gute Sache, nicht wahr? Den Feind zu enttäuschen? Wollen wir das nicht tun? Ich möchte das tun. Und wenn sie als treue Männer zu ihren Überzeugungen gestanden hätten, dann hätten sie eine reiche Erfahrung gemacht. Aber das Selbst sagte, nein. Das Selbst war nicht bereit, verletzt zu werden. Das Selbst kämpfte für die Überlegenheit, und jede dieser Seelen wird wieder in den Punkten geprüft werden, wo sie scheiterten. Das Selbst und Leidenschaft entwickelten abscheuliche Eigenschaften. Nach 1888 wurde unsere Kirche anfällig für die spiritualistischen Angriffe Satans. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir ein Maß an Schutz. Es gab einige, die die spiritualistischen Ansichten teilten, aber sobald wir zu 1888 kamen, öffnete sich die Tür und Satan kam herein mit einer Flut. Und wir sehen, was in den 1890ern, frühen 1900ern, wir sehen eine Manifestation von vergeistigten Ansichten in der Kirche hochschießen, genau zu der Zeit. Und natürlich erinnern wir uns an die Erfahrung, die mit Kellogg geschah, mit dem Pantheismus. Aber es geschah nicht nur mit Kellogg, es geschah sogar mit den Botschaftern, die die Botschaft von 1888 überbrachten. Jones und Wegener beteiligten sich an der Holy Flash-Bewegung. Sie sind in eine vergeistigte Sicht abgedriftet. Sie gingen darin verloren. Und dann stieß ich neulich auf etwas, von dem ich euch einen Teil vorlesen möchte. Denn zwei der Hauptpersonen, die mit Kellogg in einen Kampf verwickelt waren A.G. Daniels und W.W. Prescott. Dies waren zwei der führenden Männer, und sie befanden sich in einem Streit mit Kellogg. Aber sie behaupteten sich gegen Kellogg, ohne völlig geheiligt zu sein. Und einige schreckliche Dinge geschahen mit diesen beiden Männern, über die ich mir bis vor kurzem nicht ganz bewusst war. Und ich möchte euch einige dieser Dinge vorlesen. Dies ist aus Manuscript Release 20, Seite 17 und 21 und es wurde 1910 geschrieben. Bedenkt den Zusammenhang. In diesem Stadium unserer Erfahrung dürfen wir nicht unseren Geist abschweifen lassen von dem besonderen Licht, das uns gegeben wurde, um es bei dieser wichtigen Zusammenkunft unserer Konferenz zu überdenken. Und da war Bruder Daniels, an dessen Verstand der Feind am Wirken war. Was geschah mit Bruder Daniels? Übrigens, wer war Bruder Daniels? Welche Position hatte er inne? Er war der Präsident der Generalkonferenz. Er war Nummer 1, könnte man sagen. Und was tat Satan? Was tat er? Er bearbeitete seinen Verstand, was bedeutete, er versuchte ihm Dinge zu suggerieren und er versuchte ihm etwas mitzuteilen, okay? Er bearbeitete ihn und es sagt, und dein Denken und dein Bruder Prescott Denken wurden von den Engeln bearbeitet, die, was?
aus dem Himmel ausgestoßen worden waren. Satans Werk bestand darin, den Verstand so abzulenken, euer Denken so abzulenken, dass kleinste Buchstaben und Tüpfelchen hereingebracht werden, die der Herr nicht inspiriert hatte. Und mir wurde von vornherein gezeigt, dass der Herr weder Bruder Daniels noch Prescott die Bürde dieses Werkes auferlegt hatte. Sollten Satans Täuschungen hereingebracht werden, sollte dieses tägliche, und wir werden nicht auf das Thema des Täglichen eingehen, denn dies ist ein heiß umstrittenes Thema, aber was es immer war, was immer Daniels und Prescott hereinbrachten, es war vom Teufel, sagt es hier. Sollte dieses tägliche solch eine große Sache sein, dass es hereingebracht wird, um das Denken zu verwirren und den Fortschritt des Werkes in dieser wichtigen Zeit zu behindern? Es sollte nicht. Was immer geschehe, dieses Thema sollte nicht vorgebracht werden. Denn der Geist, der hereingebracht würde, wäre abschreckend. Und Luzifer beobachtet jede Bewegung. Um was hereinzubringen? Eine vergeistigte Sicht, ein Vergeistigen. Also was Daniels und Prescott taten, war eine vergeistigte Sicht des Täglichen in die Kirche zu bringen. Sie versuchten es der Kirche aufzudrängen. In dieser Aussage, ich habe es nicht hier, versuchten sie tatsächlich einige Wortlaute in den Büchern der Pioniere zu ändern. Haben wir jemals gehört, dass das geschah? Sie versuchten einige dieser Wortlaute zu ändern, bereits 1910 wollten sie dies tun, was sehr interessant ist. Dies ist sehr interessant. Dies sind starke Worte der Prophetin. Ihr hattet kein moralisches Recht, so vorauszueilen, wie ihr es beim Thema des Täglichen getan habt, und anzunehmen, dass euer Einfluss die Frage entscheiden würde. Beachtet, was sie sagt. Da war ältester Haskell, der schwere Verantwortung trug, da war ältester Irwin und einige Männer, die ich erwähnen möchte, die schwere Verantwortung trugen. Wo war euer Respekt für Männer höheren Alters? Welche Autorität könntet ihr ausüben, ohne alle verantwortlichen Männer herbeizuziehen, um die Sache abzuwägen? Wenn irgendeine Veränderung unerlässlich ist, wird Gott die Harmonie in der Veränderung widerspruchsfrei machen. Aber wenn eine Botschaft Männern mit großer Verantwortung anvertraut wird, dann fordert Gott eine Treue, die durch Liebe wirkt und die Seele reinigt. Ältester Daniels und Prescott brauchten beide was? Eine Wiederbekehrung. 1910 sagt uns die Prophetin, dass Daniels und Prescott unbekehrt waren, dass ihr Denken von Satan bearbeitet wurde und dass sie versuchten, vergeistigte Betrachtungen der Schrift in die Kirche einzuführen. Ein seltsames Werk ist hereingekommen und es ist nicht in Harmonie mit dem Werk, für das Christus in diese Welt kam. Und alle, die wirklich bekehrt sind, werden die Werke Christi tun. Nun, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Satan immer versucht, an Gottes Führern zu arbeiten, nicht wahr? Was geschah mit Aaron? Am Berg Sinai? Hat Satan seinen Geist bearbeitet? Wurde er hinausgeworfen? Wurde er ausgestoßen? Wurde er nicht. Gott war barmherzig. Und es ist einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich möchte euch nahelegen, dass einer der Gründe, weshalb diese Männer in dieser Situation waren, ist, dass Gottes Volk versäumte, für sie zu beten. Denn wir müssen für Führungskräfte beten. Weil niemand eine Insel ist. Wir müssen füreinander beten. Daher ist es sinnlos zu sagen, seht ihr, diese Männer, sie sind unheilig, sie sind unbekehrt, ich bin gut, die sind schlecht. Satan hat dich, wenn du anfängst, so zu denken. Diese Männer hatten eine große Arbeit geleistet. Es war A.G. Daniels, der den Urgroßvater meiner Frau in Neuseeland in die Botschaft einführte. Und ich bin dankbar dafür. Ich schätze das sehr. Aber wir müssen die ganze Geschichte sehen. Genau wie zur Zeit der Bibel die Schwächen der Menschen nicht ausgeschlossen wurden, weil es uns hilft zu verstehen, warum wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Deshalb schauen wir es uns an. Ich bin nicht daran interessiert, auf Daniels und Prescott herumzuhacken. Ich möchte nur wissen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Okay, hier ist der Punkt. Eine weltweite Arbeit liegt vor uns. Mir wurden Darstellungen von John Kellogg gezeigt. Eine sehr attraktive Persönlichkeit vertrat die Ideen dieser trügerischen Argumente, die er präsentierte. Empfindungen, die anders waren als die echte biblische Wahrheit. Und diejenigen, die hungrig und durstig nach etwas Neuem waren, stellten Theorien auf, die so trügerisch waren, dass ältester Prescott sich in großer Gefahr befand. Ältester Daniels befand sich in großer Gefahr, in eine Wahnvorstellung verwickelt zu werden, sodass, wenn diese Auffassungen überall verbreitet werden könnten, wäre es wie eine neue Welt. Also in ihrem Dialog mit Kellogg sprang Satan hinüber zu Prescott und Daniels und zog sie in eine vergeistigte Denkweise. Könnt ihr das sehen? Ja, es wäre so, aber während ihr Denken so eingenommen war, wurde mir gezeigt, dass Bruder Daniels und Bruder Prescott
in ihre Erfahrung Empfindungen von vergeistigtem Anschein hineinwebten und unsere Leute zu schönen Empfindungen zogen, die, wenn möglich, sogar die Auserwählten verführen würden. Diese vergeistigten Betrachtungen der Schrift sind nicht hässlich, sie sind schön. Und in unserer menschlichen Tendenz, wenn etwas daherkommt, um unsere Lehren anzugreifen und wir versuchen, die Wahrheit überzubetonen, hier ist es, wo die Sache mit der Schönheit hereinkommt. Wir versuchen zu verherrlichen, was wir präsentieren wollen. So, das ist, was mit Daniels geschah. Ich habe mich jahrelang über einige der Dinge gewundert, die Daniels und Prescott in der 1919 Bibelkonferenz sagten. Ich konnte nicht verstehen, warum sie einige der Dinge sagten, die sie sagten. Jetzt verstehe ich es. Ihr Denken war beeinträchtigt, sie wurden beeinflusst. Und wisst ihr, es sagt im Buch Frühe Schriften, dass Gottes Gesandte zweimal so viele böse Engel auf sich angesetzt haben wie alle anderen. Wusstet ihr das? Adventistische Prediger. Das ist eine Freude, die ich habe. Ich weiß, dass ihr für mich betet. Warum? Wenn er sie beeinflussen kann, kann er alle anderen beeinflussen. Er kann leichter beeinflussen, also wir müssen für unsere Prediger beten. Sie brauchen unsere Gebete, sie brauchen unsere Unterstützung, sie brauchen unsere Ermutigung, sie brauchen unsere Appelle, zur Schrift zurückzukehren. Das ist es, was sie brauchten. So, das ist, was mit Daniels und Prescott geschah. Und als ich dies las, sank mein Herz, denn wisst ihr, ich liebe diese Männer. Aufgrund der großartigen Arbeit, die sie geleistet haben, sie wurden auf vielfältige Weise vom Herrn gebraucht. Aber als ich dies las, sank mein Herz und ich sagte, O Herr, das erklärt so vieles, weshalb dies geschehen ist, wie sie vereinnahmt werden konnten. Ellen White offenbart es sehr deutlich, dass Daniels und Prescott von Satan angegriffen wurden in ihrem Kampf gegen Kelloggs Theorien. Sie erlagen unabsichtlich den spiritualistischen Gesinnungen, die, wenn möglich, sogar die Auserwählten verführen würden. Das Interessante ist, dass die Samen nun gelegt waren für unsere Kirche in 1910. Wir wissen, dass es heißt, in der Kellogg-Krise, dies war das Alpha von was? Das Alpha des Abfalls vom Glauben. Sie sagte, was würde bald folgen? Das Omega würde bald darauf folgen. Es ist interessant, dass kurz darauf, um 1911, 12, 13, ein großer Schub in der Bildungsarbeit der Kirche begann. Sie bemühten sich eifrig darum, Akkreditierungen für unsere Institute zu bekommen, speziell Loma Linda. Dies geschah alles nach 1910. Ein Streben nach Akkreditierung, nach weltlichem Stand für unsere Institute. Wer denkt ihr, steckte dahinter? Denn die Frucht davon ist das, womit ich mich in meiner Ausbildungserfahrung auseinandersetzen musste. Eine spiritualistische Auslegung der Schrift, die mir präsentiert wurde. Es kam nach 1910, dass dies stattfand. Aber dann wuchs es und wuchs es durch die 1920er, durch die 1930er. Ich möchte das überspringen. Aber die vollständige Manifestation dieser vergeistigten Sichtweise kam in 1955. Was geschah 1955? Die Einführung des Buches was? Questions on Doctrine. Fragen zur Lehre. Ich möchte nur eine Aussage nehmen. Das ist alles, was ich nehmen muss. Nur eine Aussage, die euch einen Einblick geben wird, in welche Richtung wir mit Questions on Doctrine gingen. In ihrem Eifer, dies ist aus Questions on Doctrine, Seite 47 in der PDF-Version, die ich habe, nicht die gedruckte Version. In ihrem Eifer, alles abzulehnen, was nicht in der Bibel zu finden war, wurden die christlichen Pioniere betrogen durch, was? Übermäßigen Buchstabenglauben. Was sagt euch das? Die Kirche begab sich in eine spiritualistische, eine vergeistigende Sicht der Schrift. Und in Questions on Doctrine hatten wir Angriffe auf die Versöhnung. Wir hatten Angriffe auf das Heiligtum. Wir hatten Angriffe auf die Natur Christi. Wir hatten überall Angriffe. Die Leute sprechen über einige wenige Angriffe, die stattfanden, aber es war ein Pauschalangriff. Überall durch die Schrift hindurch. Und viele Dinge, die man nicht sehen würde. Leute würden immer noch, und man muss nicht die Lehre verändern, sondern nur die Plattform, auf der die Lehre errichtet wurde, und ihr ein spirituelles Verständnis geben. Und dann wird der Rest einfach geschehen, wenn es geschieht. Und so war es mit dem Erscheinen eines Mannes mit dem Namen, ein Australier, Desmond Ford. Er war die Manifestation von Questions on Doctrine. Er war eine buchstäbliche Manifestation dieser Glaubenssysteme. Und noch einmal, ich bin nicht hier, um diesen Mann zu kritisieren. Ich glaube, er ist aufrichtig in allem, was er glaubt. Aber dies ist einfach nur eine Analyse.
Denn er nahm das, was dieses Buch und andere Dinge sagten, und befolgte es. Und es führte ihn dahin, wo er ist. So wurde in den 1950ern die nächste Stufe gelegt. 1910 nach 1888 bis zum Tod von Ellen White wurde die erste Säule errichtet für die Spiritualisierung des Adventismus. 1950 wurde der nächste Schritt gelegt. Und ab diesem Punkt ging es immer so weiter und weiter und weiter, wo wir den Vergeistigungsprozess sehen. Ich überspringe einige Punkte. Wie viel Zeit haben wir noch? Ist die Zeit fast um? Ja, ich habe weit überzogen. Bekomme ich jetzt Ärger? Ich springe besser weiter. Nur eine Äußerung von George Burnside, die von dem Heiligtum spricht und wie er das Heiligtum gegen den Spiritualismus verteidigte, der hereinkam. Ich möchte euch eine Aussage von James White vorlesen. Es ist sehr, sehr wichtig. Es wird gesagt, dass die Auffassung, dass die Adventisten die Parabel von Matthäus 24, 1-12 erfüllt haben, welche die Parabel der 10 Jungfrauen ist, zum Spiritualismus führt. Und beachtet, wie er das Wort Spiritualismus verwendet. Spricht es hier von der Kommunikation mit bösen Geistern? Er spricht über Lehren, oder nicht? Sie benutzt das Wort Spiritualismus, und ich komme später darauf zurück. Sie verwendet das Wort Spiritualismus sowohl für die Kommunikation mit, als auch die Lehren von bösen Geistern. Es bedeutet beides, und es ist ein vergeistigender Prozess. Dies mag wahr sein, aber nehmt zur Kenntnis, dies ist nicht unser Standpunkt. Das Kommen des Bräutigams ist die Geschichte der Hochzeit. Unser Standpunkt ist, dass ein Wandel stattgefunden hat in der Position und im Werk unseres buchstäblichen Hohepriesters, in einem buchstäblichen Heiligtum im Himmel, was vergleichbar ist mit dem buchstäblichen Erscheinen des Bräutigams zur Hochzeit. Diese Sicht war ein perfekter Schutz gegen was? Was ist der perfekte Schutz gegen Spiritualismus? Eine wortgetreue Sichtweise über einen buchstäblichen Priester in einem buchstäblichen Heiligtum. Das ist unsere Schutzvorrichtung gegen Spiritualismus. Und dafür gibt es viele Gründe, aber wir haben keine Zeit darauf einzugehen. Wir glauben nicht nur an einen buchstäblichen Jesus, der ein Priester des Heiligtums ist, sondern wir glauben auch, dass das Heiligtum buchstäblich ist. Und darüber hinaus, wenn Johannes sagt, dass er einen wie den Menschensohn inmitten von 7 Kerzenleuchtern sah, das heißt im Heiligen, dann wissen wir nicht, wie wir die Kerzenleuchter geistig auffassen sollen und den Menschensohn wörtlich. Wir glauben deshalb, dass beide buchstäblich sind. Seht ihr, was James White sagen möchte? Okay. Wir haben nun ein paar Zitate, wo adventistische Pioniere den Begriff Spiritualismus mit der Bedeutung von Lehre verwenden, nicht nur Kommunikation. So bedeutet die Einführung von spiritualistischen Lehren in eine Kirche, dass die Kirche infiltriert wird mit dem Spiritualismus. Den Überfällen des Spiritualismus, okay? Ich war so genau im Zitieren der Schrift in Antwort auf die gestellten Fragen, um zu versuchen, wenn möglich, etwas von der dichten Dunkelheit und dem Nebel des Quakertums und des Swedenborgismus zu vertreiben. Ich wusste nicht einmal, was das ist, aber ich kann es nachschlagen. Und von all den spiritualistischen Lehren, die sich nun überall in der moralischen Welt niederzulassen scheinen und sogar das Licht vom Horizont verdunkeln. Beachtet, was er darüber sagt, was Spiritualismus ist. Was ist es? Meiner Meinung nach ist dieses vergeistigende System, wenn Gottes Wort eine wörtliche Auslegung zulässt, gemäß der Regel das Wörtliche zuerst, und dann verwendet er einen Begriff aus der Seefahrt in dem Sinne, dass wenn du diesen Punkt verlässt, dann ist es, als wenn du einen Leuchtturm siehst und darauf zusteuerst und auf den Felsen zerschmettert wirst. Und beachtet, was er hier sagt. Er sagt, und ich war ziemlich überrascht, dass er das sagte, kurz vor dem gelben Abschnitt sagt er, Gütiger Gott, hilf uns, diese spirituellen Auslegungen deines Wortes zu meiden. Er war wirklich aufgebracht über dieses Thema, wo es so deutlich gemacht ist, dass das zweite Kommen und das Königreich Christi so buchstäblich und real sein werden, wie die Ereignisse, die sich beim ersten Kommen ereigneten, die jetzt in der Geschichte aufgezeichnet sind. So Spiritualismus als Lehre. James White, da sind einige mit uns, die zuvor in den trügerischen Nebel des Spiritualismus gerannt sind und den buchstäblichen Jesus aufgaben und sein herrliches Erscheinen nur geistig verstanden. Es ist offenkundig, dass sie nie von der Schlinge des Teufels befreit worden wären, wenn sie nicht unsere Sichtweise der gegenwärtigen Wahrheit gehört hätten. Nichts kann so gut kalkuliert sein, um den trügerischen Nebel des Spiritualismus zu vertreiben, wie die klare wörtliche Sicht des himmlischen Heiligtums. Kann ich diesen Punkt unterstreichen? Deswegen wurde uns gesagt, dass die Erklärung bis 2300 Tage vergangen sind und dann wird das Heiligtum gereinigt werden, die zentrale Säule und das Fundament unseres Glaubens ist. Verstehen wir das? Der Grund, weshalb das so wichtig ist, ist, dass es unsere Hauptverteidigung gegen den Spiritualismus ist.
Wenn wir das verlieren, haben wir alles verloren. Wir werden dann Teil der Lehren des Teufels, wenn wir diese Heiligtumslehre loslassen. Und dies ist ein sehr wichtiges Zitat, weil Uriah Smith dies auf den Fall Babylons bezieht. Es ist wirklich ein bedeutender Punkt. Der Begriff Babylon wurde nicht mit der Absicht verwendet, zu tadeln, sondern vielmehr als beschreibendes Wort, das den höchst unerwünschten Zustand von Vermischung und Verwirrung in der religiösen Welt darlegt. Es ist gewiss nicht der Wille des Herrn, der dafür gebetet hat, dass alle seine Leute eins werden, dass es eine Vielzahl oder Hunderte von Divisionen und Gruppierungen in seiner Kirche gibt. Das verdanken wir, ruft der Katholik aus, dem protestantischen Maßstab der privaten Beurteilung. Das ist interessant. Es ist nicht. Wir verdanken es Pandoras Büchse der mystischen Interpretation, die von den alten Orgien in der Kirche aufgestellt wurde, den Prinzipien der Unheilstifter. Das ist, was Uriah Smith ihn nannte. Durch diese Methode, die keine Methode oder Standard hat, werden die Auslegungen von Gottes Wort immer so vervielfältigt und zahlreich sein, wie die Launen und Fantasien, die einen Platz im Denken der Menschen finden mögen. Also wer ist es, der private Auslegung hat? Wer war es, der die private Auslegung hervorbrachte? Es ist der Katholizismus. Sie sind diejenigen. Und Sie behaupten, es sind die Protestanten, die es hereinbringen. Aber all diese Verwirrung muss behoben werden in der Kirche, die bereit sein wird für das zweite Kommen. Denn kein Volk wird bereit sein für die Umwandlung als solche, die den Herrn im Geiste und in der Wahrheit anbeten. Um die Kirche an diesen Punkt zu bringen, wurde ein Ruf an die Christenheit gesandt in den speziellen Wahrheiten für diese Zeit. Die meisten wenden sich ab, aber einige nehmen den Standpunkt ein, zu dem diese Umstände sie auffordern. Der Vorgang ist einfach. Es besteht einfach darin, Gottes Wort im Lichte dessen zu lesen und zu befolgen, was wird genannt? Worauf bezog er sich? William Millers Regeln der Interpretation. Die Regel der wörtlichen Auslegung, kein anderer Maßstab wäre je erdacht worden, wenn der Teufel den Verstand der Menschen in Ruhe gelassen hätte. Und dann geht es noch auf ein paar Dinge ein über die Schutzmaßnahmen gegen Spiritualismus. Lasst uns das Gelbe lesen. Einige werden ihren Standpunkt auf diesen Wahrheiten einnehmen und somit abgeschirmt sein von den Täuschungen dieser letzten Tage, für die der Weg durch Zeitalter des Aberglaubens und des Irrtums so kunstvoll vorbereitet wurde. Alle müssen auf diesen stehen, die, von was geleitet werden? Der wörtlichen Regel der Interpretation, denn sie sind in so vielen Worten der heiligen Bände selbst zu lesen. Aber die Kirchen lehnen sie für gewöhnlich ab, oft mit Bitterkeit, Hohn und Verachtung, einige sogar mit Verfolgung. Und was ist das Resultat? Deshalb ist Babylon gefallen. All jene, die die spiritualisierte Sicht der Schrift annehmen, werden fallen. Es gibt keinen Ausweg. Wenn du die Plattform betrittst, wirst du fallen. Das ist, was Uriah Smith sagte. Es verursachte den Fall Babylons und es wird den Fall von allen in der Adventbewegung verursachen, die die wörtliche Auslegung der Schrift ablehnen. Und um es kurz zu Ende zu führen, dies ist eine Äußerung, die besagt, dass 1971 Newsweek, sogar die Leute in der Welt konnten sehen, dass der Adventismus sich veränderte. Es spricht von vielen Professoren, die nicht länger die 6000-Jahre-Theorie glauben, und es sagt, die Liberalen beschwerten sich, dass die Adventisten herkömmlich dem zweiten Kommen eine zu wörtliche Auslegung beigemessen haben. Vor ein paar Jahren wurde eine Studie durchgeführt bei allen Lehrern der Naturwissenschaften innerhalb des Adventismus. 70% aller Naturwissenschaftler in der Adventgemeinde glauben nicht an eine buchstäbliche 6-Tage-Schöpfung. Hat der Spiritualismus die Adventgemeinde im Griff? War Satan erfolgreich? Ja, er war erfolgreich. Wird er den Krieg gewinnen? Nein, er wird es nicht. Aber er hat einen guten Versuch. Ich möchte, dass ihr die Liste noch einmal betrachtet, wobei wir die Veränderungen in unserer Kirche sehen. Himmel? Ja, im Adventismus ist er heute immer noch ein buchstäblicher Ort. Schöpfung? Nein. Viele Gelehrte, viele Lehrer, viele Leute in unserer Kirche glauben nicht an eine buchstäbliche 6-Tage-Schöpfung. Mir hat man das im College nicht beigebracht. Es wurde von keinem geglaubt, den ich kannte. Die Dozenten, einige der Dozenten glaubten es, aber die meisten nicht. Der Teufel ist wörtlich, aber mir wurde gesagt, dass viele der Probleme, die in der Bibel mit Besessenheit bezeichnet wurden, tatsächlich psychologische Probleme waren. Man liest es nicht wörtlich. Die Natur des Menschen sterblich, Tod ist buchstäblich Rückkehr zum Staub. Der Lohn der Sünde ist der Tod, nicht die ewige Hölle. Also ist die Natur des Menschen geblieben, denn es ist tatsächlich besser, ein paar wörtliche und ein paar spirituelle zu haben, denn damit gelingt die Verwirrung auf bessere Weise. Okay?
Alter der Erde? Viele der gelehrten Köpfe im Adventismus, nur sehr wenige glauben noch an die 6000-Jahre-Theorie. Sie spotten darüber. Sie sagen, das ist für Schwarz-Weiß-Leute, Bauern wie William Miller. Die Flut ist umstritten, ob sie weltweit war. Wir haben das alles schon gehört. Die Geschichten des Alten Testaments, die meisten sind wahr, aber einige wurden hinzugefügt, um etwas auf den Punkt zu bringen. Dies ist, was geglaubt wird. Die Gebote können nicht gehalten werden. Der Sabbat ist eine buchstäbliche wöchentliche Ruhe, aber er ist kein Denkmal für die Schöpfungstage, da sie länger dauerte als 6 Tage. Die Jungfrauengeburt ist immer noch buchstäblich, wir brauchen sie. Die Natur Christi, Christus nahm die Natur von Adam vor dem Fall an. Die Bedeutung des Verses, er nahm den Samen Abrahams an, wird nicht mehr wörtlich genommen. Die Wunder von Jesus fanden alle buchstäblich statt, wir haben da einen wörtlichen Punkt. Der Tod Christi, Verwirrung wurde eingeführt über die Frage, welcher Teil von Christus starb und welcher nicht. Es handelt sich hier um einen Spiritualismus, denn es gibt eine große Diskussion darüber. Die Auferstehung, ja, das war buchstäblich. Das himmlische Heiligtum, nicht wörtlich, sondern symbolisch für den Dienst Christi. Gott war nicht für 160 Jahre in einer Kiste eingesperrt. Das wurde mir wieder und wieder und wieder gesagt. Gott ist größer als diese kleine Kiste, die Heiligtum genannt wird. Ein Ältester, die Begriffe Ehemann und Ehefrau sind nicht wörtlich gemeint. Christliche Vollkommenheit, so etwas gibt es nicht. Untersuchungsgericht gibt es nicht oder symbolische Anerkennung. Zweites Kommen, buchstäblich und hörbar. Aber nun wird im Adventismus eine starke Betonung auf Befreiung und feministische Theologie gelegt. Was meine ich damit? Lasst uns nicht so sehr den Fokus auf das hier legen, lasst uns lieber Leute befreien. Lasst uns sie von ihrer Knechtschaft und ihren Umständen befreien. Und ich sage nicht, dass das etwas Schlechtes ist, aber es ist ein Ersatz für die Lehre des zweiten Kommens. Okay, wir müssen schnell zum Schluss kommen. Satans Masterplan, um es alles für uns zusammenzufassen. Lange hat sich Satan auf seine letzte Anstrengung, die Täuschung der Welt, vorbereitet. Die Grundlage zu seinem Werk wurde, wo gelegt? Wo haben wir angefangen? Die Eva in Eden gegeben wurde. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Welchen Tages ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Nach und nach hat er Vorbereitungen für sein Meisterstück des Betrugs in der Entwicklung des Spiritismus getroffen. Er hat sein Ziel noch nicht völlig erreicht, seine Bemühungen werden aber in der allerletzten Zeit von Erfolg gekrönt sein. Hat er es erreicht? Ist es erreicht worden? Ja. Mit Ausnahme derer, die durch die Macht Gottes im Glauben an sein buchstäbliches Wort bewahrt bleiben. Ich habe das Wort buchstäblich hinzugefügt, aber das ist, was sie meinte. Wird die ganze Welt diesem Blendwerk in die Arme getrieben werden. Wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben Punkt Nummer 1 betrachtet. Und genau wie die buchstäbliche Frau Eva dazu gebracht wurde, die wörtliche Bedeutung von Gottes Wort zu hinterfragen, so hat auch die geistige Frau, die Adventgemeinde, genau das Gleiche getan und ist auf genau die gleiche Weise gefallen. Und wird anfällig sein für genau den gleichen Ablauf.